Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge von F1 Clash. Wir machen heute mal kein Rennen. Und zwar besprechen wir Setup, Fahrer und Strategie für den nächsten Grand Prix, der jetzt ansteht. Und zwar Mittwoch geht es direkt los. Da können wir schon unseren Qualifying machen. So wie ihr seht, habe ich auch ein bisschen was vorbereitet für heute. Und wir fangen mal direkt mit dem Setup an, wie wir schon sehen. Auch Qualifying findet statt am Mittwoch. Aserbaidschan, erster Circuit, danach Japan, Belgien und dann wieder Aserbaidschan, Baku. Wir reden erstmal nur über das Qualifying. Versuche mich auch ein bisschen kurz zu halten in dem Video. Wie gesagt, wir werden keine Rennen machen und wir werden direkt mal die Fahrer besprechen. Also, wenn ihr Junior macht, also nur Serie 3, dann benutzen wir natürlich nur Serie 3 Fahrer. Da würde ich mal für euch empfehlen, dann nehmt ihr einfach eure besten Fahrer bitte. Ja, Teampunkte müssten so bei, weiß ich jetzt gar nicht, 400 bis 500 Teampunkte würde ich jetzt mal sagen bei Junior. Das reicht auf jeden Fall. Dann schon für die nächste Klasse, also für die Serie 6 Klasse, dann müsste man dann schon so um die 700 haben. Für Serie 9 wären 1000 schon gut und für Serie 12 denke ich mal so 1400, 1300 bis 1500 würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn ihr da seid, wie gesagt, wenn ihr noch nicht so weit seid, dann nehmt ihr Junior. Da benutzt ihr auch die Fahrer. Nehmen wir mal jetzt an, ich nehme hier Alex Albon, Serie 2. Ja, und wir nehmen dann noch Mick Schumacher, episch. Den habt ihr ja auch bestimmt. Habt ihr allerdings schon auf 4. Allerdings ist ja nicht so schlimm, wenn ihr den auf 2 oder so habt. Ja, und bei den Teilen, da versucht ihr auch, wie schon bei den anderen Videos, Leute, wenn ihr Hilfe braucht in euren Serien, Serie 5, Serie 6, Serie 7 bis Serie 8 habe ich alles hochgeladen hier auf dem Channel. Also schaut euch die Videos an, die helfen auf jeden Fall und da seid ihr, dann fährt ihr auch gute Punkte. Ja, so, wir nehmen als Teile, sagen wir mal Serie 2 Teile für den Junior Cup, so würde ich das jetzt mal machen. Da würde ich jetzt auch hier Orbit nehmen. Wenn ihr das natürlich nicht so hoch habt, halb so wild. Wir stellen mal einfach mal random was zusammen mit Serie 1 bis Serie 3 Teilen. Auch in Blau natürlich, wie ihr seht hier. Ne, Harmonie sollten wir nicht nehmen. Dann nehmen wir Quicksilver, weil Quicksilver haben wir ja alle. Na, ist Serie 4. Geht auch nicht. Dann nehmen wir hier Symbol. So, und dann würden wir Titan nehmen, genau. So, und ihr seht selber, ja, 600 Teampunkte, wie ich auch gesagt habe. Ein bisschen mehr Power, Grip und Aero immer so gleich halten, dass Werte alle so mit einer 6 vorne anfangen, eventuell sogar hier würden wir auf ein bisschen Leistung verzichten und eventuell sogar ein bisschen Grip. Da müsste man das nochmal anpassen, wenn man das ein oder andere Teil hat. Aber so an sich würde das eigentlich reichen schon für den Junior Cup. Ja, so würde ich fahren. Bei Baku dann mit der Strategie, und das gilt für alle Serien im Endeffekt, es sei denn, ihr qualifiziert euch richtig weit hinten, dann würde ich bei Baku mit einem Fahrer eine 3-3-2 fahren und mit dem anderen Fahrer eine 4-4. Jeweils mit beiden Fahrern immer nur einmal reparieren. Also eine 3-3-2, da würde ich Medium, Soft fahren und einmal reparieren. Und bei dem anderen Fahrer dann auf Hard bei 4-4 würde ich dann auch einmal reparieren. Ich blende euch nochmal alle Werte ein, nochmal separat hier oben auf der linken Seite, damit ihr seht, wie ihr fahren solltet. Das wäre auf jeden Fall dann viel, viel leichter für euch. Um dann nochmal, also das Setup, Leute, wie gesagt, das Setup 600 Teampunkte, denke ich mal, für Junior, dann so 800 Punkte für Serie 6, also für den nächsten Cup. Für Serie 9 würde ich da so 1100 Teampunkte empfehlen und für Serie 12 1300 Teampunkte empfehlen. Wir können uns das nochmal hier anschauen. So, Aserbaidschan, Baku, wie schon gesagt, die Taktik ist auch vorne oben links, dann in Japan, Suzuka. Da würde ich persönlich mit beiden Fahrern auf Medium rausfahren. Der eine Fahrer macht eine 3-4 und der andere macht eine 4-3. So würde ich fahren. Auch wieder eine Boxenstrategie. Einmal reparieren, das war's. In Belgien, so wie wir sehen, regnet es. Also müssen wir dort einen Fahrer müssen wir auf 2-2 schicken, ja, also und der andere muss auf 3-3, also 2-2-2 und der andere eine 3-3 fahren.
also Einbox-Strategie und der andere eine Zweibox-Strategie. Der Fahrer, der mit einer Zweibox-Strategie rausfährt, bitte auch nur einmal reparieren, sonst verliert ihr zu viel Zeit in der Boxengasse. Dann das letzte Rennen nochmal Baku, wie schon gesagt, eine 3-3-2 oder wenn ihr sogar wollt, eine 2-3-3. Kommt drauf an, wenn ihr euch gut im Qualifikation, also wenn ihr eine gute Qualifikation fährt, wenn ihr da in der Top 5 seid, könntet ihr eventuell sogar versuchen, mit einem Fahrer direkt vorne auf Vollpush 2 Runden vorne wegzurasen. Der muss aber dann auch erster Platz sein, um dann auch eine 2-3-3 zu fahren. Wenn nicht, am besten eine 3-3-2. Spart euch den Sprit und spart euch die Power für bis Ende des Rennens, für die letzten 2 Runden. Da könnt ihr nämlich dann nochmal Vollgas geben. Ja, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr wissen möchtet, welche Liga ich fahre Mittwoch, also welches Qualifying ich machen werde und was ich da so abschneide. Ich habe jetzt habe jetzt gestern in dem Grand Prix Platz 3 gemacht, war so ziemlich gut. Allerdings werde ich jetzt eine Liga hochgehen und dieses Video wird dann auch die Woche hier hochgeladen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt bitte unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich versuche so gut wie möglich alles hier zu erklären auf dem Channel. Wenn es da trotzdem aber noch Fragen gibt, dann bitte immer raus damit. Mein Setup, ich liege im Moment so bei 1200 Teampunkten, müsste für Serie 9 reichen. Ich hoffe, vor 2 Wochen hat es nämlich nicht gereicht, aber da hatte ich auch nicht so viele Teampunkte. Und ich hoffe, dass wir diese Woche definitiv Serie 9 in die Top 3 reinfahren. Das wäre nämlich super. Da müssen wir nämlich hin, damit wir auch unsere Teile dann langsam mal uppen können. Ja, das ist mein Team aktuell, 1214 Teampunkte. So fahre ich. Bis Serie 9 fahre ich Platz 1. Ja, Serie 9 vielleicht noch Platz 1 und Platz 3. Manchmal schwenkt Platz 3 bis Platz 5. Also Top 5 fahre ich auf jeden Fall in der Serie 9. Nur damit ihr Bescheid wisst, damit ihr schon mal wisst, wie viele Teampunkte man ungefähr braucht. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video ist hilfreich. Ich hoffe, dass das Grand Prix ab dem Mittwoch bei euch viel, viel besser wird wie letzte Woche, wenn ihr da irgendwelche Probleme hattet und dass ich euch helfen kann. Leute, ein Abo da lassen, freue ich mich mega, ein Like da lassen auch und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dankeschön, ciao.